So, los geht's. Guten Morgen. Heute ist Tag 2 und zwar ist die heutige Tour wieder Teil der Eroica. Heute geht es in den Süden von Siena. Die Tour hat, glaube ich, so um die 104 Kilometer und 1500 Höhenmeter. Karin ist auch wieder dabei. Ja, ich bin da. Hi, guck mal. Genau, nicht, dass wir die vergessen. Wir nehmen euch wieder mit. Ich hoffe, wir können ein paar schöne Bilder zeigen. Bis später. Die Karin hat sich ja ausführlich über die Strecke informiert. Da gibt es jetzt dann ein paar Infos. Ich weiß nicht, ob sie schon so weit ist. Ich glaube erst später, wenn wir auf der ersten Schotterstraße sind. Okay, ist auch okay. Also die Eroica verläuft zwischendurch auf ziemlich stark befahrene Straßen, wie der Abschnitt hier gerade. Aber ist circa nur 1 Kilometer lang und dann wird es wieder besser. Genau, gerade spreche ich noch davon, stark befahrene Straßen und wir sind schon wieder auf einem schönen Schotterabschnitt. So, da. Okay. Karin Erklärstunde. Karin der Erklärbär. Ich habe mich gestern ein bisschen informiert über das, was die La Eroica eigentlich heißt. Im Prinzip wurde sie 1997 gegründet. Ja, insgesamt gibt es 5 Strecken mit unterschiedlichen Distanzen. Ich glaube, die kürzeste ist bei 47 Kilometern, die längste bei 212. Stattfinden tut das Ganze Ende September, Anfang Oktober. Das Ganze ist ja mit uralten Rennrädern. Genauso wie man sich Strade Bianche vorstellt. Ein Traum. Losgestartet sind wir heute ja wieder langärmlich und jetzt gerade mal 10, 12 Kilometer später ist schon wieder so warm, dass wir wieder kurzärmlich fahren. Das Tolle daran ist vor allem, wir wissen, wie es bei uns zu Hause gerade ist. Also der Wetterbericht sagt 2 Grad. Und Schneefall. Ich glaube, genau so stellt man sich eigentlich die Toskana vor. Oder? Zumindest geht es mir so. Präsentiert sich echt von ihrer besten Seite. Ziel der heutigen Tour ist ja, wie gesagt, der Süden. Und ich glaube, der Ort heißt Montesino. Und bis dahin sollten es jetzt, glaube ich, noch ca. 50 Kilometer sein. Naja, dann sind wir mal am ersten Ziel angelangt. So, jetzt befinden wir uns gerade in Radi, nach ca. 20 Kilometern. Ach, echt ein schöner Fleck da. Jetzt muss ich schon sagen, die Eroica ist ja Wahnsinn. Der Streckenverlauf ist einfach herrlich. An so einer Kreuzung fühlt man sich ein bisschen wie im alten Rom. Und wie ist die Stimmung bisher?
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, das hätte man gern. Wunderbar. So, schöne kurze Abfahrt haben wir gerade hinter uns. Und jetzt sind wir wieder vom herrlichen Schotterabschnitt. Und heute sind wir mal gar nicht die einzigen, die unterwegs sind. Da vorne, man sieht jetzt leider nicht mehr, haben uns schon zwei auf dem Gravelbike überholt. Und hier sind sogar vereinzelt Autos unterwegs, aber recht selten. Also viel Verkehr hat man nicht. Jetzt habe ich schon aufgegessen. Die Karin hat nämlich gemeint, wir sollen Pausenvideos und Jausenvideos machen. Ich glaube, Zum Radfahren. ja, und ich glaube, sie will, dass wir ein bisschen Mario Dawn und so kopieren. Ich weiß nicht, ob man es da jetzt sehen kann, aber da kommt jetzt gleich was Knackiges auf uns zu. Und nochmal. Auf geht's. Ja, die 15% stimmen. Das ist nicht mehr weit. So, ich glaube, auf den Berg geht es eben rauf. Anstieg startet. Ich fürchte mich schon ein bisschen vor dem nächsten Anstieg. Ja. Also, keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Genau, die Karin hatte noch eine Information. Was bedeutet denn eigentlich Eroica? Irgendwas die Heldenhafte, Ja. weil es eben so anstrengend ist. Rauf und rauf. So, die Hälfte des Anstiegs haben wir schon mal hinter uns. Das ist immer ein bisschen ein flacherer Teil. Ich glaube, da haben wir nur 10%. Wie gefällt's? Es gefällt sehr gut. Die Karin hat gerade einen Regenwurm getötet. Nein, wir wissen das nicht. Das ist jetzt nicht gesichert. Mit voller Absicht. Vielleicht hat er es auch geschafft. Ja, man merkt, er befindet sich in einer Weingegend. Jetzt sind wir kurz vor Montalcino, 2 Kilometer sind es noch bis dahin. Und da gibt es jetzt den wohlverdienten Kaffee mit Kuchen. Wir haben schon ein bisschen mehr als die Hälfte der heutigen Strecke hinter uns. Anstieg haben wir fast schon die gesamten hinter uns, da sind es nur noch 300 Höhenmeter.
Wie ist deine Stimmung? Ja, Stimmung, alle Zeiger stehen momentan auf Kaffee und Kuchen oder Eis. Eis wird auch gehen. Ja. Schön steil. Also nach verzweifelter Suche nach Kaffee und Kuchen ist jetzt Kaffee im Becher und Eis geworden. Ist auch okay. Die Stimmung ist jetzt echt kurz im Keller gerauscht, nachdem wir echt nichts gefunden haben, beziehungsweise alles irgendwie zu hat oder gerade erst zusperrt. Ja, aber jetzt ist die Stimmung, glaube ich, wieder besser mit Kaffee und Eis intus. Auf jeden Fall entspannter. Ja, das stimmt. Ja, hat gut getan. Ja, das hat echt gut getan. Wie viele Kilometer haben wir jetzt noch? Ich glaube, jetzt haben wir noch 45 Kilometer und ich glaube, wir haben 80% der Steigung hinter uns. Also, es wird noch ein angenehmes Heimfahren. Ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was noch vor uns lag und wie falsch die Routenberechnung manchmal liegen kann. Also der Wind hier ist echt eine Katastrophe. So, jetzt haben wir die Eroica verlassen. Jetzt geht es wieder Richtung Siena. Also es ist ein Nordwind. Wir fahren jetzt natürlich 35 Kilometer Richtung Norden. Und es sind immer wieder Windböen dabei, die einen fast dazu bringen anzuhalten. Die 5 Kilometer auf der Bundesstraße haben wir zum Glück auch hinter uns. Und mit was werden wir belohnt? Mit dem Anstieg an schönen Schotterstraßen. Jetzt haben wir noch ca. 20 Kilometer. Die Stimmung ist schon ein bisschen am Kippen. Aber mit dem Wind auf der Geraden schaffen wir es gerade mal auf 14 km/h. Es ist so anstrengend. Windschatten fahren, dass die Kahn mal strampeln.
Jetzt sind wir gerade auf einem richtig schönen kleinen Schotterabschnitt neben der Bundesstraße, auf der wir jetzt leider haben fahren müssen. Und da sind einfach riesen LKWs an uns vorbei und echt ein paar Zentimeter Platz gehabt. Teilweise schon fast rausgedrängt. Also die Leute, die behaupten, dass in Italien die Autofahrer angenehm sind zu Radfahrern, ja, ich glaube, wir sind noch nie in Italien wirklich Radl gefahren. Also, wie man sieht, die Karin hat unser Abendessen im Rucksack und jetzt haben wir es fast geschafft. Es sind noch 2 Kilometer. Ich bedanke mich wieder bei allen fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich verabschiede mich mit diesen wunderbaren Bildern. Bis zum nächsten Mal und zum Highlight dieser Reise, euer Grevelino.